Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den BS18L Brushless Metabo Akkuschrauber an. Erster, zweiter Gang funktioniert tadellos. Was ich gleich zu meckern habe, leider, was ich gerade da anfasse, ist die Kupplung. Die zu bedienen ist relativ schwer, ist relativ schmal und relativ fest. Das ist wirklich, was mir aufgefallen ist. Bohrfutter ist gut, relativ genau. Das schaut ein bisschen da ungenauer aus, aber je nach Dings ist es teilweise genauer, teilweise sind die Bits auch nicht so genau, aber definitiv kein schlechtes Bohrfutter. Ist nie aufgegangen, das ist super und wichtig. Generell, was mir auffallen ist auf jeden Fall die sehr gute Akkugröße, 5,2 Ampere-Stunden, relativ kompakt, das passt sogar wirklich zu dem, kann ich sagen, ohne Probleme zum BS18L Brushless. Bohrfutter, ja, ganz gut. Der erinnert mich sehr an den Makita 485 und 483, muss ich sagen, von der Größe her auch Einhell TCD 18Li bürstenlos, der 1840, ja. Ich mag die Größen, ich mag genau die Akkuschrauber, weil die machen alles, 90% von den Aufgaben, die man hat, optimal, weil sie halt sehr kompakt, sehr leicht, sehr, ja, super einfach sein. Davor abgesehen die Lautstärke 87 bis 92 dB. Ich finde ihn vom Ton her relativ angenehm, definitiv, wirklich nicht so schlecht, eigentlich relativ gut eigentlich. Ja, ich finde das passt. Da schauen wir uns die Drehzahl an. Das kann man sehr genau bedienen. Die Taste, das gefällt mir. Es gibt nicht so viele Stufen, aber man kann es trotzdem ganz langsam schrauben, wenn man es braucht. Ihr seht 560 Umdrehungen fast im ersten Gang. Das ist wirklich eine sehr hohe Umdrehungszahl, also sehr hoch. Definitiv höher angesiedelt bei den kompakten, definitiv höher. Also, und da wir sehen können, 1870 im zweiten. Das ist wirklich sind Top-Werte für so kompakten Akkuschrauber. Ja, Verarbeitung, alles top. Wo man Abstriche macht, wir sehen können es bei der LED, der ist nicht so hell, strahlt relativ weit. Seht, was das Luxmeter anzeigt. Es ist okay, die LED ist jetzt, der ist definitiv einer von den schlechteren LEDs, nicht von den besseren, aber wem der nicht so wichtig ist, kann ruhig zuschlagen. Zwei. Wir brauchen es zu lösen. Hier 4 cm fehlen.
So, wie ihr es am Pfeiler erkennen könnt, ist er definitiv, ja, bei den kompakten gar nicht mal so schlecht dabei, weil überlegt euch einmal, Makita 485, okay, 483 hat nochmal geschafft, den 230, aber bei dem gibt es ja gar keine Chance, weil er, wenn er es nicht schafft, wenn er wirklich am Maximum ist, schaltet er die ganze Zeit ab, was auch gut ist, will ich gar nicht schlecht heißen, aber wenn man stecken bleibt, mit dem ist es schwierig, mit dem wieder rauszukommen, weil er eben erst stecken bleibt, wenn er da ist, und dann will die Schutzschaltung nicht mehr zulassen, dass man wieder rauskommt. Also nicht, sie will eigentlich die Überlastung verhindern, aber das natürlich führt zum nicht mehr herauskommen. Aber okay, definitiv nicht so schlecht. Auf Bosch 18V60 Niveau und Einhell TCD 1840 LI bürstenlos Niveau. Makita 487, der ist nochmal ein bisschen schwerer, definitiv, aber wir sehen können es deutlich leichter als der AEG Subcompact und so weiter. Also definitiv Leistungsgewicht für den normalen Bedarf definitiv optimal, super einfach. Das ist einfach wirklich super. Ich liebe die kleinen 487, 18V60, den Metabo, den Einhell. Die sind meine Lieblingsgrößen, weil man eben die meisten Aufgaben keinen riesigen braucht. Das ist einfach so. Aber definitiv eine klare Empfehlung, ja, vom Gewicht und von der Lautstärke. Seht es definitiv, dass er lauter ist, 92 dB, aber er hat einen anderen Ton, der ist gar nicht so unangenehm, wie es denkt. Der TPCD klingt grauenhaft im Vergleich. Auch der AEG BSB ist relativ laut, finde ich. Der Parkside und Milwaukee sowieso extrem laut. Drehmoment, schauen wir uns an, 16 Newtonmeter hat er geschafft. Ja, er ist halt bei den kompakten, kann man sagen, 18V60 hat gute 20 geschafft und der 1840 von Einhell nur 14. Also definitiv, so ein Mittelding kann man sagen vom Drehmoment. Aber definitiv hat er mehr Leistung als Drehmoment, muss ich sagen, weil der Bosch hat zum Beispiel kaum geschafft, die größeren Schlangenbohrer, aber er hat es geschafft, der Metabo. Ja, definitiv solider Wert, ja. Dann Preis in Euro, Hammer, das ist ein bisschen mehr als bei den anderen. Da sind wir bei um die 100 Euro, der Bosch ist nur 70 Euro teuer, der Einhell kostet nur 50, ungefähr 60 Euro, 60 kostet der Einhell und der Makita 487, auch bei dem ist es ungefähr, und ich finde, der ähnelt dem 487 sehr, weil irgendwie ähnliches Bohrfutter, finde ich, außer dass mir das beim Metabo deutlich besser gefällt, aber es ist halt so von der Optik auch ähnlich. Aber definitiv ein sehr guter, solider Akkuschrauber für die meisten kleinen Aufgaben. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr was über Amazon bestellen wollt, verwendet den Link bitte unten, würde den Kanal unterstützen. Und ich bedanke mich bei jedem, der schaut, bei jedem, der liked, der jeden Kommentar abgibt. Vielen lieben Dank für jeden. Servus, danke und ciao.